Auf unserer Panamerikaner-Reise geht es weiter in Richtung Süden und das bedeutet, bei uns dreht es sich vor allem um zwei Dinge. Boah, es ist gerade mal 9 Uhr und es ist so warm mittlerweile. Zwar haben beide ihre schönen Seiten und sie geben dem Reiseabschnitt einen ganz eigenen Charakter. Aber Frust und Erfolg liegen bekanntlich nah beieinander und so bringen diese Tage auch einige Herausforderungen. Ach ja, es sind Situationen wie diese, wo man dann eben doch merkt, dass Roberto ein südländisches Temperament hat. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch in Michoacán an der Küste, aber wir haben uns ein Stück weiter bewegt. Wir sind jetzt in Nexpa, ein richtig süßer Ort. Und vor allem gibt es ja auch ein bisschen mehr Infrastruktur. Wir können ein paar Erledigungen machen und wir fangen gleich mit dem ersten an. Ich habe hier schon einen Wäschebeutel mit. Wir gehen in die Wäscherei. Boah, es ist gerade mal 9 Uhr und es ist so warm mittlerweile. Also man merkt, dass es hier wieder richtig wärmer geworden ist im Vergleich zu La Ticla, wo wir vorhin waren. Ja, es wird immer tropischer. Hola. ¿Podemos dejar ropa para lavar? ¿Para hoy ya? ¿En la tarde está bien? Sí. Ok. A las 5. ¿Sí? ¿Vale? Ok. ¿5 va bien? Ok. Muchas gracias. Sí, a ti. Nos vemos. Hasta luego. So, die Wäsche ist abgegeben. Ist gar nicht mal so günstig, muss ich sagen. Es kostet 325 Pesos, also das zahlen wir, wenn wir es abholen. Das sind eigentlich mehr als 10 Euro für, was waren das, 8 Kilo Wäsche. Aber wenn es so warm ist und schwül, die Wäsche ist immer so klamm und ja, wir wollen es einfach mal wieder richtig sauber haben. Aber man merkt halt, dass es doch ein bisschen touristischer auch wieder hier ist auch weiter, also mehr ausgebaut als jetzt La Ticla zum Beispiel. Aber ja, mega groß ist es trotzdem nicht, aber es hat einen schönen Charme. Man merkt, dass Nexpa hauptsächlich von den Touristen bzw. von den Surfern lebt. Hier sind wieder so viele Surfer unterwegs, also momentan sind die alle im Wasser und das ist auch der Grund, weshalb das meiste eigentlich zu hat, denn die Öffnungszeiten der Läden richtet sich nach den Surfgegebenheiten. Also wenn guter Surf ist, sind alle im Wasser und alles ist zu, oder? Ja, schon. Ist echt witzig, wie das hier davon lebt. Aber ich habe Hunger. Ich glaube, jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann schauen wir, was dieser Ort sonst noch für uns bringt.
Heute haben wir uns mal wieder ein richtig gutes Frühstück gegönnt. Darf man ab und zu. Aber man merkt wirklich die Hitze. Hanna und Sointula sind schon im Wasser und planschen. Das ist irgendwie so gefühlt das Einzige, was man hier an Abkühlung kriegt. Oder eine Dusche. Die Wellen sind ja im Moment für uns nicht so geeignet. Und von dem her, ja, mal sehen, was wir heute noch machen. Es gibt auch noch einiges, glaube ich, im Van zu erledigen. Ja, ein bisschen arbeiten müssen wir auch mal wieder. Ja, ich glaube, es wird eher so ein Tag. Aber mal sehen. Close your eyes, hear a voice within, calling this heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight. Es ist mittlerweile so warm hier. Jessie arbeitet noch. Mein Laptop hat den Geist aufgegeben, weil es einfach zu warm ist. Es ist auch richtig feucht hier. Oh, eigentlich wunderschön, aber man kann gefühlt von Mittag bis 4 Uhr nachmittags einfach gar nichts machen, weil einfach ja, nichts funktioniert oder es einfach zu warm ist. Und auch hier das Dorf, das ist komplett ausgestorben, kein Mensch ist unterwegs. Und ich hole mir jetzt einfach mal eine Dusche ab. Das hat richtig gut getan. So eine Abkühlung am Nachmittag ist unbezahlbar. Und ja, wenn wir schon hier auf dem Campingplatz sind, nutzen wir die Möglichkeit. Ja, wie bereits im vorherigen Video erwähnt, bewegen wir uns wahrscheinlich jetzt ein bisschen von Campingplatz zu Campingplatz, denn die Region hier ist halt einfach nicht so sicher. Und hier wird ja durch die Locals alles ein bisschen geschützt und beschützt. Da fühlen wir uns auch alle ganz sicher. Ja, hallo du! Ganz viele Hunde hier. Ja, heute ist es zwar wieder mal ein bisschen windiger, aber das passt schon. Ja, ich laufe jetzt mal wieder zurück zum Camp. Mal schauen, was die anderen noch machen. Wahrscheinlich lümmeln sie immer noch vor sich hin, wie vorhin. Und dann entscheiden wir uns, was wir heute Abend noch machen. Denn morgen geht es für uns ja wieder weiter. Boah, das Camp sieht ja richtig leer aus. Nein, nicht ganz. Die anderen sind schon vor in den Ort, Okay. beziehungsweise an den Strand. Ich glaube, wir gehen auch los, oder? Ja. Wir müssen ja noch Wäsche holen. Ja, Wäsche holen und wir müssen die Dosen mitnehmen. Stimmt. Ich glaube, wir haben es vorher auch aufgenommen. Hier werden nämlich die Blechdosen gesammelt, wegen Altmetall, also auch verkauft und erstmal auf der Straße ausgebreitet, damit es platt gefahren wird und platzsparender wird. Voll witzige Methode. Ja, dann nehmen wir das mit, Geld für die Wäscherei und vielleicht kaufen wir noch 2, 3 Bananen im Laden. Ja. Gut. Aber ich würde sagen, wir legen die Kamera auf die Seite. Ja, den Ort habt ihr ja schon gesehen. Wir räumen hier auf, gehen los und wir sehen uns morgen wieder, wenn es weitergeht.
Ach, ist das ein schöner Platz, aber wieder mal sehr elegant. Ja, heute ist der Tag, wo wir wohl weiterfahren. Es geht weiter die Küste entlang. Wir wollen an den nächsten Ort, wo hoffentlich etwas auf uns wartet, worauf wir uns doch schon ziemlich lange freuen. Aber ja, mal sehen, ob das wirklich klappt. Ich bin da, ja, sagen wir mal vorsichtig optimistisch. Und unterwegs, ja, machen wir noch ein paar Erledigungen. Es ist nämlich endlich mal wieder eine größere Stadt auf der Strecke. Da wollen wir mal wieder unsere Vorräte aufstocken, Wasser füllen, tanken und ja, da nehmen wir die Kamera aber nicht mit, denn uns wurde empfohlen, in dieser Stadt eher dezent und unauffällig unterwegs zu sein und vor allem nicht mit einer Kamera aufzufallen. Drum, ja, fahren wir jetzt mal hier aus dem Ort raus und sehen uns dann am neuen Ziel. Hier ist zum Zeichen, dass wir geradeaus fahren müssen, aber gemäß Google müssen wir links fahren. Habt ihr einen Plan? Keine Ahnung, aber ich glaube, dann würde ich eher links, oder? Oder dem Schild folgen. Ja, keine Ahnung. Wollen wir dem Schild folgen? Ich weiß nicht. Also das Schild wird ja, denke ich mal, richtig sagen. Oder wir fragen hier kurz im Shop nach. Ja, weil hier steht Rancho del Mar, Surf Ocean, lots for sale, ja. Wenn Sie sagen Surf, dann wird es passen, hoffe ich. Aber unser war ja nicht Rancho del Mar, sondern ein anderer Rancho, oder? Doch, Rancho. Ja, Rancho ist einfach Ranch. Keine Ahnung. Ranchito Bay. So, wir haben es geschafft. Oh. Es war gefühlt echt ein langer Tag, ein langer Fahrtag. Es waren gar nicht so viele Kilometer, aber es zieht sich halt so. Wir sind auch in den Nachbarstaat nach Guerrero reingefahren. Der hat ja einen ähnlich schlechten Ruf wie Michoacán sicherheitstechnisch. Aber ja, bis jetzt ist es richtig schön. Wir sind wieder am Strand, haben hier auch so ein Plätzchen gefunden mit Sonnenschutz. Hier hinten ist das Meer, da oben. Ja, ich würde sagen, der erste Eindruck ist super schön. Mal sehen, eine Nacht bleiben wir mindestens hier, vielleicht verschieben wir uns dann noch mal ein bisschen, aber ja, jetzt sind wir hier, legen die Kamera zur Seite, sind ganz schön kaputt, machen uns was zu essen und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Die Sonne geht gerade auf und ich bin auf Mission, denn wir wollen ja etwas ganz Bestimmtes hier machen. Naja, auch die Nachbarn stehen langsam auf. Ich gehe mal vor die Wellen schauen, denn dieser Spot soll ja endlich auch mal für uns zum Surfen geeignet sein. Und wir würden uns schon freuen, wenn das heute klappt. Also, ja, mal sehen, wie es hier aussieht.
den Bauch einziehen. Na, wie sehen die Wellen aus? Gut? Ja. Du machst dich schon fertig fürs Surfen? Ich habe sie schon gesehen, die sehen richtig gut aus. Also zumindest so, wie ich das beurteilen kann, weil ich habe keine Ahnung. Du bist der Vollprofi. Aber es sind mittlerweile einige im Wasser. Ja, ich will mal sagen, ich packe das Board und dann geht's surfen. Wuhu. Weiter hinten sind die größeren Wellen. Da ist eigentlich auch der Point von diesem Surfspot. Aber wir sind ja noch nicht so die Vollprofis. Darum gehen wir hier vorne in die kleineren Wellen. Das heißt, wir müssen hier erstmal über ein Kiesbett laufen, aber das geht schon. So weit ist es nicht. Aber ist schön, wie Roberto schon richtig so Vorfreude hat. Ich finde das, ja, ist schon ansteckend. Mal sehen, wie lange die Wellenverhältnisse so gut sind. Vielleicht schaffe ich es nachher auch noch ins Wasser. Das machen so die Profis, aufwärmen. Klar. Sieht wenigstens gut aus. Ja, du So. bist doch ein Profi. Aber jetzt ins Wasser. Wuhu. Ach ja, es sind Situationen wie diese, wo man dann eben doch merkt, dass Roberto ein südländisches Temperament hat. Meistens kommt er so ruhig rüber, aber Geduld ist nicht gerade seine Stärke, und wenn es dann längere Zeit nicht so läuft, wie er es denkt, und er nicht so diese Fortschritte erzielt, die er von sich erwartet, dann ja, ist er manchmal ein bisschen frustriert. Aber ja, beim Surfen braucht es einfach Zeit am Anfang, und ich finde es gut, er hat jetzt auch gesagt, er geht noch mal rein und probiert es nochmal. Also ja, aufgeben ist keine Option, und bestimmt läuft es jetzt erst richtig gut. Meine erste Welle! Und was für eine? So streng. So kaputt. Ja, die Strömung ist auch mega stark. Abartig die Strömung. Ich bin da rein und jetzt mal da hinten raus. Ich bin so kaputt. Aber ich bin gestanden. Du bist gesurft. Yeah! Ich mag nicht mehr. Streng. Hast, glaube ich, eine Stunde drin jetzt. Wie? Ich glaube, eine Stunde warst du jetzt drin. Ja. Das war's für heute. Jeden Tag ein bisschen besser. Wuhu, das war doch ein Erfolgserlebnis. Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis. Ja, das denke ich Auch mir. wenn es wahrscheinlich ziemlich bescheuert ausgesehen hat, Nee, ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Also wie ein Profi. müssen wir uns Ja. nachher mal anschauen. Aber Ja. jetzt zurück zum Camp, mal frühstücken. Wir haben noch nicht mal gefrühstückt. Genau. Und ja, mal dann mal sehen. schauen. Vielleicht noch eine zweite Session. Wobei es wird, heute werden ja. die Wellen größer und am Nachmittag ist sowieso ziemlich scheiße. Ja, weil der Wind auch stärker wird und es wird alles so unruhig. Drum, ja, mal sehen. Ja. Wir haben auf jeden Fall den Tag schon mal richtig gut gestartet, würde ich Ja. sagen.
Ja, Frühstück war wieder mal sehr lecker und vor allem konnten wir es wieder hier unter diesem Sonnenstand genießen. Der ist so viel wert, es ist nämlich wieder so heiß. Ich glaube, wir haben es ein, zwei Mal im Video erwähnt. Es ist, ja, also nachmittags kann man wirklich fast nichts machen. Es ist einfach so drückend. Und da ist eben so ein guter Stellplatz mit Sonnenschutz wirklich sehr viel wert. Denn sogar in der Nacht hatten wir 27 Grad, also das ist... Ja, ziemlich warm. Ja. Fast zu warm. Ja, und ihr hattet ja auch noch nach den Preisen gefragt für diese Stellplätze hier. Also wir sind eigentlich immer privat oder auf Campingplätzen gestanden und da zahlen wir im Schnitt etwa 100 Pesos pro Person pro Nacht. Das sind 5 Euro. Auch nicht Also, so viel. Ja, Weil hier ist es schon sehr einfach. Normalerweise sind noch Toiletten mit dabei oder Wasser. ja, genau. Das Aber- ist halt hier nicht. Dafür haben wir hier den Surf direkt vor der Haustür. Das ist ja auch wunderschön. Und ich bin ganz schön platt vom Surfen. Aber ja, das passt. Aber ein bisschen mehr Surf gibt es ja noch. Genau, morgen geht es für uns auch wieder weiter. Und ja, wir wollen noch die letzten Tage am Strand genießen. Denn danach wollen wir wieder ins Inland. Neue Abenteuer warten auf uns. Ja, Und, ganz wichtig, wir müssen uns entscheiden, was wir machen, denn unser Visum läuft bald aus. Wir sind schon so lange hier in Mexiko. ja. Müssen uns Aber- entscheiden, was wir machen müssen, Routen planen und Ja. ja. Weil eigentlich gibt es ja schon noch einiges in Mexiko zu sehen. Da müssen wir einen Ja. Weg finden. Aber Ja, darum können wir uns in der Zukunft kümmern. Ja, wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr diese Woche gerne mit uns dabei wart. ja, wenn dem so ist, abonniert doch den Kanal, liked das Video. Ja, Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter begleitet und so unterstützt. Und eigentlich, ihr könntet auch ein Surfer-Emoji in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. na gut. Also, Wir sehen uns nächste Woche wieder. hasta luego. Hasta luego! Richtung Surf. Hier lang? Ja? Okay. Danke. Freundlich. Tut richtig. Boah, boah, boah.